Ich stehe hier vor der Nachbildung eines gewaltigen Paliloxodon antiquus, eines riesigen Waldelefanten, wie er vor 120.000 Jahren unsere Gegend besiedelte. Ich kann nicht sagen Wälder besiedelte, obwohl er Waldelefant heißt, weil er selbst es war, der die Wälder offen hielt, indem er durch diese Wälder pflügte, riesige Bäume knickte und die Jungpflanzen wahrscheinlich fraß. Er ist Teil einer Megafauna, die wir heute nicht mehr haben, weil der Homo sapiens diese Megafauna ausgerottet hat. Zur Zeit dieses Paliloxodon antiquus, dieses Waldelefanten, lebten aber Neandertaler. Er lebte in der letzten Warmzeit, vor unserer Warmzeit, vor 120.000 Jahren hier in unserer Gegend, und er wurde im Tagebau Gröbern bei Bauarbeiten entdeckt und geborgen. Wir haben diesem Elefanten einen ganzen Raum gewidmet und dem Neandertaler, weil uns diese Jagd auf den Elefanten so wichtig war. Und heute möchte ich mich nicht mit den archäologischen Details beschäftigen, sondern eigentlich mit der Inszenierung. Wie zeigt man so eine archäologische Grabung und wie vermittelt man das? Und für mich ist es immer ganz wichtig, das so zu vermitteln, dass man nicht riesige Textmengen an der Wand hat, dass man also die Dinge nicht kompliziert lesen muss, sondern dass man im Museum ein Erlebnis mit dem Original, aber auch ein Vermittlungserlebnis hat, ohne dass man es eben lesen muss. Da hat das Museum etwas von Theater und da hat das Museum etwas von Kino, also etwas Bildhaftes. Und es ist immer ganz schwer, das zu machen. Häufig gehen wir durch Museen wie durch so Supermarktregale und müssen endlose Texte lesen. Hier in diesem Raum haben wir das so gemacht, dass sich der Raum selbst erschließt. Man geht durch eine Tür in den Rundraum und zur linken Hand hat man hier ein großes Bett mit diesen gewaltigen Knochen, das aufrecht steht, und zwar vor einem blauen Plexiglas, und zwar deshalb, weil der Elefant im Wasser starb, so soll das blaue Plexiglas dieses Wasser sozusagen symbolisieren. Es hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Würden wir, wie häufig in Museen, die Elefantenknochen flach auslegen, so könnte man sie schlechter sehen und vor allem, sie würden den ganzen Raum füllen. Unser Museum ist groß, ist aber nicht riesig. Insofern hat man also die Knochen senkrecht montiert, was etwas schwierig war. Und wir haben hier Originale mit Nachbildungen gemischt. Das hat einen einfachen Grund. Wir wollten keine Glasscheibe davor und das nicht abtrennen. Und die riesigen Knochen haben auch ein gewaltiges Gewicht, sodass wir die Großknochen in Teilen abgegossen haben. Etwas, das man kaum sieht. Wir normalerweise aber nicht machen, weil wir nur Originale zeigen. Dass man sich vorstellen kann, wie man dieses Gewirr aus Knochen zusammensetzt und wie der Elefant aussah. Deshalb haben wir den Elefanten nachgebildet, hier hinter mir, und zwar in seiner gewaltigen Größe. Heutige Elefanten sind 3 Meter hoch, der ist fast 4,20 Meter hoch, wesentlich länger und mit 10 Tonnen, einem gewaltigen Gewicht. Die Erde sollte erbeben, wenn er auftritt, aber wir wissen, Elefanten haben weiche, gepolsterte Sohlen. Der Elefant selbst hier in der Nachbildung, er schließt sich automatisch in der Gegenüberstellung und er ist ein beliebtes Fotomotiv. Und Sie sehen mich hier, den Elefanten hier berühren, etwas, was man im Museum nicht darf normalerweise, aber diesen Elefanten darf man eben umarmen, man darf sich anlehnen und man darf Fotos mit dem Elefanten machen, etwas, was sehr attraktiv ist und was weite Verbreitung über die sozialen Medien findet. Wenn wir dann etwas weitergehen, kommt eine runde Vitrine und dort sind die ganzen Belege für die Pflanzen, für die Umwelt, die Schnecken und so weiter, die uns die Umwelt rekonstruieren lassen. Mollusken, also Schnecken, sind zum Beispiel ganz wichtig, weil sie uns genau das Habitat anzeigen, denn die Schnecken leben bei gewissen Temperaturen nur auf gewissen Pflanzen. Genauso wichtig sind natürlich die Blätter, die hier erhalten sind, oder die Tierknochen. Wir können also die gesamte Umwelt rekonstruieren. Die Umwelt war etwa 2
im Winter sogar bis zu 3 Grad wärmer als heute. Das hängt damit zusammen, dass es eben eine Warmzeit vor unserer Warmzeit war, die generell etwas wärmer war. Wir sehen dann den runden Raum begleitend ein fantastisches Band von Gemälden, wo Carol Schauer die Jagd selbst zeigt. Zwar pirschen sich die Neandertaler zuerst an mit ihren Lanzen oder Speeren, dann warten sie, bis der Elefant unaufmerksam ist im lichten Wald und stechen ihn von hinten an. Dann verfolgen sie ihn, was nicht so einfach ist, aber sie sehen immer wieder Vögel über ihm, und wenn er dann ins Wasser geht zum Sterben, um seine Entzündung und sein Fieber zu kühlen, dann sehen sie den Geierschleier, der sozusagen sofort kommt, wenn ein totes Tier da liegt. Die Menschen sind schneller, sie zerlegen den Elefanten, dann wird das Fleisch weggenommen, die Knochen werden sehr schnell einsedimentiert, sodass wir die Knochen dann auch archäologisch finden, und das archäologische Finden ist auch dargestellt. Die Wand, aus der der Elefant hervortritt, ist grau gestaltet wie Elefantenhaut. Und das ist natürlich der Witz an der ganzen Sache. Der Elefant tritt aus dem Raum heraus und die Haut des Elefanten verlängert sich. Und dann sehen wir die Schneidegeräte, die 2 Dutzend Schneidegeräte, mit denen der Elefant zerlegt wurde. Es handelt sich um Abschläge, die schnell von einem Kern weggeschlagen wurden. Die Abschläge wurden aus 7 bis 9 Knollen geschlagen, und so viele Jäger waren es mindestens, die an dieser Elefantenjagd und an dem Zerlegen beteiligt waren. Das zeigen wir, wie gesagt, im allerletzten Bild. Die Abschläge selbst sehen wir in einer Vitrine, die aus 3 linearen senkrechten Schlitzen besteht, und der Hintergrund der Linie ist feuerroter Samt, und die Vitrine ist schlitzartig, und die sieht so aus, da ja die Wand elefantenfarben ist, als hätte man in den Elefanten hineingeschnitten und in das blutige Fleisch die Abschläge, die diese Schnitte machten, hineingedrückt, sodass man also die Abschläge sozusagen auf dem Fleisch selbst sieht. Was ich meine ist, das erklärt sich eigentlich von selbst und man muss gar nicht viel lesen. Wie so eine Elefantenjagd stattfindet, kann man auch sehen, noch heute, beziehungsweise in den 70er, 80er Jahren, wurden Elefanten in Afrika von Bambuti-Pygmäen gejagt, und zwar mit Lanzen und Speeren, und zwar im Kongo, im zentralafrikanischen Regenwald. Und solch eine Jagd wurde aufgenommen, und wir haben das Glück, dass wir diesen Film und die Rechte für diesen Film, für die Vorführung kaufen konnten. Und wir haben hier einen solchen Film, der das zeigt. Das Problem ist immer, wenn man solche Filme zeigt in einem Museum, hat man das Problem, dass die Menschen sofort abgelenkt werden. Warum werden wir abgelenkt? Weil wir Jäger sind. Wir sind zwar seit wenigen Jahrtausenden Bauern, aber unser Jahrhunderttausende altes jägerisches Erbe ist tief in uns. Wir merken das, wenn wir Fußball schauen oder wenn wir in einer Gaststätte sind, in der ein Fernseher läuft. Dann werden wir sofort abgelenkt und schauen immer auf dieses Bild. Nicht, weil wir unser Gegenüber nicht interessant finden, sondern weil wir als Jäger unser Gegenüber schützen wollen, sondern weil wir als Jäger immer auf die unregelmäßige, untypische Bewegung am Rande unseres Blickfeldes schauen. Das ist etwas, das uns zutiefst beunruhigt, und das ist etwas, was uns sozusagen immer sofort aufmerksam macht. Würde hier eine Maus herumhuschen, würden wir das alle sofort sehen. Dieses atavistische Erbe hat die Jäger natürlich in ganz anderer Art und Weise, und deshalb haben wir, weil auch wir noch so reagieren, den Film in einen tiefen Trichter gelegt, sodass, wenn man den Raum betritt, man diesen Film überhaupt nicht sieht und überhaupt nicht wahrnimmt, sondern erst, wenn man direkt davor steht. Wir haben natürlich gezeigt, dass die Megafauna nicht nur als Elefanten besteht, sondern auch aus Löwen und Tigern und Nashörnern. Und dort haben wir große Schlitzvitrinen gemacht,
Wenn man das Licht anmacht, dann sieht man Tiger und Löwen. Die Idee hatten wir, weil als wir die Knochen damals abholten, dieser Tiere, das sind Tiere aus Neumarkt Nord, da waren diese Knochen gelagert in solchen Holzregalen bei Herrn Manier und wir haben die sozusagen jetzt als Zitat der damaligen Lagerung wie durch Zauberhand sich zusammensetzen lassen. Am Ende, wenn man wieder rausgeht, sieht man etwas, was man beim Betreten des Raumes gar nicht gesehen hat, nämlich Neandertaler, die über der Tür stehen. Einer kommt durch die Wand über der Tür und spiegelt damit den Waldelefanten, der auch durch die Wand kommt. Ein anderer steht da mit 2 Speeren und eine Frau mit einem Kind, das sie trägt, ist dabei, sodass wir zumindest eine kleine Neandertaler-Gruppe haben, die man aber erst ganz zum Schluss bemerkt. Und erst ganz zum Schluss sieht man den menschlichen Akteur gegenüber dem Elefanten, das Spannungsfeld Mensch-Natur. Und das Wichtige ist, dass der Mensch sich mit den Waffen, den Feuern, mit dieser Erfindung über die Natur erhebt. Der Mensch kann nun alle Habitate besiedeln und der Mensch kann die größten und stärksten Tiere besiegen. Er kann die gefährlichsten Tiere töten. Er ist nicht mehr Teil der natürlichen Nahrungskette, sondern sein luxuriertes Organ, das große Gehirn, ermöglicht es ihm, sich so zu bewaffnen, dass er sich gegen alles verteidigen kann und sich gleichzeitig vom Klima so zu schützen, dass er alle Klimazonen der Erde besiedeln kann, von der Arktis bis in die Tropen. Das alles zeigen wir in einem Raum, ohne viel dazu zu schreiben. All das kann man sich hier ableiten. Und so muss ein Museum sein, selbsterklärend, die Artefakte im Zentrum, aber dennoch eine Geschichte erzählen und nicht nur irgendwie Artefakte zeigen, ohne dass diese kontextualisiert werden. Und damit man weiß, dass man sich in der Warmzeit befindet, ist die Glasdecke über uns mit Laub bedeckt, das den Bäumen der damaligen Zeit entspricht und blau hinterleuchtet, sodass es diese Stimmung des Gewässers gibt, die damals geherrscht haben mag. Ich lade Sie ein, hier den Elefanten zu besuchen und ein Selfie für Ihre Social Accounts zu machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.